Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Heute mit was zum selber machen. Und zwar etwas, das ich ganz lange, unfassbar lange, selber vor mir hergeschoben habe. Das wollte ich schon immer mal machen und bin dann irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich es gemacht und habe festgestellt, es ist unfassbar einfach, unfassbar schnell gemacht. Und deshalb zeige ich euch das heute. Und zwar ist das etwas, das euch vielleicht interessiert, wenn ihr daran interessiert seid, Plastik in eurem Haushalt zu reduzieren. Und wenn ihr Frischhaltefolie so sehr verabscheut wie ich. Ich hasse das Zeug. Genau, und das ist Wachstuch. Wachstuch, das ihr verwenden könnt, genauso wie Frischhaltefolie, nämlich zum Einschlagen von Sandwiches. Okay, ich habe mir sagen lassen, ich benutze zu viele englische Worte. Zum Einschlagen von belegten Broten zum Beispiel. Oder zum Abdecken von Salatschüsseln oder Schalen, in denen ihr irgendwelche Reste vom Kochen noch gerne in den Kühlschrank schieben wollt. Genau, wenn ihr dafür keine Frischhaltefolie verwenden möchtet, dann könnt ihr dafür Wachstuch verwenden. Und man kann es unfassbar leicht herstellen. Und alles, was ihr dafür braucht, ist tatsächlich Baumwolle in der Größe eurer Wahl. Also ihr seid da auch völlig frei. Ich habe mir jetzt verschiedene Größen gemacht und bin jetzt erstmal ausgestattet. Und Wachs, Bienenwachs. Das könnt ihr, wenn ihr so einen habt, von dem Imker eures Vertrauens beziehen. Die haben davon in der Regel genügend. Oder ihr beschafft euch solche Wachspellets. Die gibt es im Einzelhandel. Wie gesagt, Links immer unten bei mir in der Infobox. Oder wenn ihr Wachskerzen habt, also Wachskerzen, Bienenwachskerzen. Wenn ihr Bienenwachskerzen habt, dann könnt ihr die auch mit einer Reibe klein reiben und diese Flocken verwenden. Und das war es im Grunde auch schon. Es gibt, wie gesagt, mehrere Varianten, das zu tun. Ich habe mir das alles angeguckt und ich habe tatsächlich 3 Varianten ausprobiert. Die eine Variante ist, man schmilzt das Wachs einfach, nimmt sich einen Pinsel und pinselt das auf den Stoff. Die Variante würde ich persönlich jetzt nicht bevorzugen, weil geschmolzenes Wachs auf so einem Pinsel und gestrichen relativ schnell wieder fest wird. Ich das ziemlich schwierig fand, das ordentlich in dem Tempo und gleichmäßig zu verteilen, wie man das tun muss. Und ich fand es ziemlich ätzend, diesen Pinsel hinterher sauber zu machen. Das wäre jetzt nicht meine favorisierte Variante. Die zweite Variante, die man ganz oft zu sehen bekommt und in irgendwelchen Tutorials sieht, ist, nehmt euch eine feuerfeste Form, legt euren Stoff da rein, streut das Wachs da drauf und legt das für ein paar Minuten in den Backofen bei 50 bis 100 Grad. Dann schmilzt dieses Wachs und dann kann man das hinterher immer noch mit dem Pinsel verteilen, wenn man das möchte. Das funktioniert. Das habe ich ausprobiert, das funktioniert. Das hat den Vorteil, wenn man ein bisschen zu großzügig mit dem Wachs war, dann kann man, wenn das geschmolzen ist und flüssig ist, einfach noch ein Tuch oben drauf werfen, das saugt das alles auf und dann habt ihr gleich mehrere. Oder ihr könnt auch mehrere Schichten von Stoff gleichzeitig bewachsen, sage ich mal. Das funktioniert. Ich hatte allerdings den Eindruck, also die Tücher, die ich nach der Methode gemacht habe, waren mir persönlich hinterher zu fest und zu dick mit Wachs belegt. Wie gesagt, da hätte man hinterher sicherlich irgendwie noch mit dem Pinsel abstreichen müssen und können. Lange Rede, kurzer Sinn, die Variante, die für mich am besten funktioniert hat, das beste Ergebnis erzielt hat und tatsächlich am einfachsten ist, auch am wenigsten sonstiger Gefäße oder Hilfsmittel wie einem Pinsel oder sowas einsaut, ist tatsächlich die Variante mit Bügeleisen. Und deshalb zeige ich euch die jetzt. So, ich habe mir jetzt mein Stück Baumwoll-Webware auf ein Stück Backpapier gelegt. Ich benutze jetzt aufgrund der Größe ein Backpapier, das ich dann falte und von oben drauf schließe. Falls ihr ein größeres Tuch herstellen möchtet, braucht ihr vielleicht eben 2 Stücke, eins für oben, eins für unten von dem Backpapier. Ich habe die Ränder jetzt hier mit einer Zackenschere ausgeschnitten. Das hat aber rein optische Gründe. Ich finde das einfach hübsch so. Durch das Verschmelzen mit dem Wachs werden auch die Fasern an den Rändern mit verklebt. Das heißt, selbst wenn ihr das mit einem geraden Schnitt, mit einem Rollschneider oder einer Schere ausschneidet, wird euch da nichts ausfransen. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier einfach auf mein Backpapier und streue meine Wachspellets da drauf. Und zwar, ja, gibt es da jetzt keine richtige Regel dafür, wie viel man da wohin macht. Ich gucke einfach, dass überall so ein bisschen was ist. Es gibt Leute, die sagen, man sollte das nicht nur mit Wachs machen oder man kann es zusätzlich auch mit Öl machen. Also, dass man irgendwie so ein paar Tropfen wahlweise Kokosöl oder auch Jojobaöl oder ähnliches mit dazu gibt, damit die Tücher hinterher geschmeidiger werden. Meiner Erfahrung nach
werden die dann so geschmeidig, dass sie dann um eine Glasschale rum zum Beispiel nicht mehr gescheit schließen. Deshalb mache ich das nicht. Ich benutze nur das Wachs. Mache jetzt da quasi den Deckel drauf. Und jetzt kommt mein Bügeleisen zum Einsatz. Das habe ich auf Baumwollstufe vorgeheizt und lasse das jetzt hier einfach so ein bisschen drauf stehen, damit diese Wachspellets schmelzen. Und wenn sie anfangen, das zu tun, das Schöne an dem Backpapier ist, dass man das ja so ein bisschen durchsehen kann, wann das anfängt zu schmelzen. Und dann kann man das mit dem Bügeleisen auch tatsächlich verteilen. Bam, 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 badam, bam. Und dann ist euer Wachstuch fertig. Und ihr könnt das hier rausnehmen und zum Trocknen beispielsweise auf so einen Rost legen. Und dann könnt ihr entweder direkt das nächste Tuch hier reinlegen, denn hier sind ja noch Wachsreste, oder ihr hebt dieses Papier einfach auf fürs nächste Mal, denn dann könnt ihr diese Wachsreste, die hier noch sind, ja durchaus einfach wieder weiterverwenden. Und sobald das getrocknet ist, ist es schon einsatzfähig. Das heißt, ihr könnt das einfach auf eine solche Müslischale oder auf eine Salatschüssel oder was auch immer drauf machen und drumherum biegen. Durch die Wärme eurer Hände verformt sich das und bleibt dann so. Und man kann das ähnlich wie Frischhaltefolie, nur viel besser, einfach um so eine Schale drumherum legen. Und dann ist die wunderbar verschlossen und kann so draußen stehen bleiben oder in den Kühlschrank oder was auch immer. Ich habe hier eins, wo ich das mit dem Öl ausprobiert habe, und ich zeige euch kurz, was ich da für ein Problem mit habe, beziehungsweise warum ich beschlossen habe, das nicht mehr mit Öl zu vermischen, denn das ist deutlich flexibler als das mit dem nur Wachs. Aber das führt bei mir zumindest auch dazu, dass es sich halt eben nicht so schön um die Schale legt und da bleibt, wo es soll. Seht ihr das hier? Ich benutze das nach wie vor eben zum Einwickeln von beispielsweise Käse oder Broten oder ähnlichem. Irgendwas, wo ich es einfach falten und reinknicken, reinfalten kann. Aber zum Abdecken von Schüsseln und ähnlichem ist es mir mit nur Wachs einfach lieber, weil es sich viel besser formen und dem Gefäß anpassen lässt. Und ich das Gefühl habe, dass das dann auch einfach besser abgeschlossen ist. Und das war's auch schon. So einfach ist das. Ich habe mir die, wie gesagt, in mehreren Größen hergestellt. Kleinere für kleinere Schalen, größere für größere Schalen. Noch größere, um Sachen einzuschlagen. Das Schöne an diesem Wachstuch ist, dass das durch das Bienenwachs antibakteriell ist und wasserabweisend. Das heißt, wenn da was dran hängen bleibt, könnt ihr das einfach mit einem feuchten Tuch abwischen oder auch unter laufendem Wasser. Das sollte allerdings nicht zu warm sein, denn sonst schmilzt euch das Wachs weg. Wenn das anfängt, durch mehrmaliges um so eine Schale schließen irgendwie zu bröckeln, dann könnt ihr das einfach nochmal zwischen Backpapier aufbügeln und dann verteilt sich das wieder ordentlich und gut ist. Und ihr könnt es weiterverwenden. Was ich noch ausprobieren werde, noch nicht ausprobiert habe, ist aus diesem Wachstuch was zu nähen. Zum Beispiel eben eine Lunchbag oder sowas, also eine Tüte, in die ihr eure belegten Brote reintun könnt und mit zur Arbeit nehmen könnt. Das probiere ich auf jeden Fall noch aus und lasse ich euch wissen. Ansonsten kann man das, wie gesagt, wie Alufolie oder wie Frischhaltefolie verwenden. Was das schlaue Internet mir gesagt hat, ist, dass man das nicht für Fleisch verwenden sollte. Was es mir aber nicht gesagt hatte, trotz intensiver Recherche, ist, warum das so ist. Also falls einer von euch das weiß oder eine Theorie hat, warum man jetzt dieses Wachstuch nicht zum Einschlagen von Fleisch verwenden sollte, her mit der Info. Ich freue mich über Kommentare in der Infobox, denn ich habe dazu nichts gefunden. Ich halte mich einfach nur dran. Und dann hoffe ich, dass ich zu eurem plastikfreieren Haushalt habe beitragen können mit diesem Tutorial, wo wir gerade beim Thema Wachs sind. Falls ihr von der Weihnachtszeit, so wie ich, lauter so Kerzenstumpen übrig habt oder vielleicht irgendwie so angefangene Baumkerzen oder Geburtstagskranzkerzen oder sowas, und falls ihr die noch nicht weggeworfen habt, macht das mal nicht. Oder vielleicht habt ihr ja sowieso, so wie ich, eine riesige Kiste voller solcher Kerzenreste, weil ihr denkt, ach nee, kann man bestimmt noch verwenden. Und im nächsten Advent denkt ihr so, ja, aber ich stelle ja jetzt nicht so eine angefangene Kerze dahin. Hebt die mal auf, haltet die mal bereit, denn da wird es ein Tutorial zu geben, was wir damit machen können. Abonniert den Mommymade-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Hier wird demnächst wieder genäht und gebastelt und gedo-it-yourself. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut, mir einen Kommentar und ein Däumchen da lasst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!